Ist dir eigentlich bewusst, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen der Europäischen Union und der Sowjetunion gibt? In diesem Video werde ich dir 7 frappierende Ähnlichkeiten zwischen der Europäischen Union und der Sowjetunion aufzeigen, die dich hoffentlich zum Nachdenken bringen. Vor kurzem habe ich ein Video auf YouTube gesehen eines deutschen Universitätsprofessors, der in UK an einer Uni lehrt. Und er sprach in diesem Video darüber, wie die Europäische Union eine Idee der CIA ist und wie der CIA hier tatsächlich die Entstehung der EU nach dem Zweiten Weltkrieg gesteuert hat und genau zu dem gemacht hat, was die EU heute ist. Naja, das alles klingt ziemlich nach Verschwörungstheorie für mich, auch wenn es tatsächlich stimmt, dass der CIA hier anfangs bei der EU beratend aktiv war, als sie hier von Leuten wie Robert Schuman und Konrad Adenauer und Monsieur Monnet aus Frankreich gegründet wurde. Als ich dann aber so ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass es einige überraschende Ähnlichkeiten zwischen der EU und der Sowjetunion gibt, mal ganz abgesehen von dem Namen. Beides ist eine Union, ja, das eine ist die Europäische Union, das andere ist die Sowjetunion. Aber es gibt noch einige andere überraschende Ähnlichkeiten und die haben mich doch dann definitiv auch zum Nachdenken gebracht. Ich meine, nicht ohne Grund haben wir schon vielfach ein Demokratiedefizit in der EU auf diesem Kanal beklagt. Und wenn du dich einmal mit diesen Gemeinsamkeiten zwischen EU und Sowjetunion näher beschäftigst, dann dürfte dich nicht mehr viel überraschen. Grund Nummer 1, der Name Union als Deckmantel für Zentralisierung. Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken UdSSR klang nach einem freiwilligen Bündnis, war aber ein zentralistisches Imperium gesteuert von Moskau. Auch bei der Europäischen Union suggeriert der Name ein gleichberechtigtes Bündnis souveräner Staaten. Tatsächlich aber werden viele Kompetenzen zentral aus Brüssel gesteuert. Zweite Ähnlichkeit zwischen EU und der Sowjetunion. Es gibt eine nicht gewählte Exekutive mit weitreichenden Befugnissen. In der UdSSR gab es das mächtige Politbüro, ein kleiner Kreis nicht gewählter Parteifunktionäre mit faktisch absoluter Macht. In der EU gibt es die Europäische Kommission. Sie wird nicht direkt vom Volk gewählt, hat aber das alleinige Initiativrecht für Gesetze, überwacht die Einhaltung der Verträge und hat großen Einfluss auf die nationale Politik in den einzelnen Mitgliedstaaten. Der dritte und vielleicht der wichtigste Punkt ist ein schwaches und nur symbolisches Parlament. In der UdSSR existierte der sogenannte Oberste Sowjet vor allem zur Bestätigung vorab getroffener Entscheidungen, eine reine Formalität. Und genauso ist es auch beim EU-Parlament. Das EU-Parlament darf keine Gesetze vorschlagen, was normalerweise die wichtigste Funktion eines Parlaments ist. Vielmehr segnet das EU-Parlament einfach nur ab und wird häufig durch den Ministerrat oder die EU-Kommission marginalisiert. Die Politiker im Europäischen Parlament verdienen zwar jede Menge, aber das ist im Grunde genommen eine Art Schweigegeld dafür, dass sie nicht aufmucken und sich hier diesem Zirkus unterordnen. Gemeinsamkeit Nummer 4 zwischen EU und Sowjetunion ist die Dominanz einer ideologischen Elite, man kann schon fast sagen, einer Priesterkaste. In der UdSSR regierte eine geschlossene kommunistische Nomenklatura nach marxistisch-leninistischer Ideologie. In der EU sprechen wir oft von einer technokratischen Elite, den sogenannten Eurokraten, die eine Integration um jeden Preis verfolgt und andere Positionen, zum Beispiel nationale Souveränität und Euroskepsis, delegitimiert. Ähnlichkeit Nummer 5 zwischen EU und Sowjetunion ist die zentralistische Wirtschaftssteuerung. Wir alle wissen ja, in der UdSSR gab es die sogenannten 5-Jahrespläne, die hier zentral aus Moskau vorgegeben wurden. In der EU ist vieles hier zentralisiert. Zum Beispiel gibt es eine gemeinsame Agrarpolitik, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Green Deal und das EZB-Regime für den Euro. Nationale Unterschiede spielen nur sehr begrenzt eine Rolle. Ähnlichkeit Nummer 6, die Unterdrückung abweichender Meinungen.
In der UdSSR, das muss man ganz klar sagen, wurden abweichende Meinungen verboten und verfolgt. Natürlich ist das in dieser Härte nicht der Fall in der Europäischen Union, aber dennoch. Volksentscheide gegen EU-Projekte werden oft ignoriert oder wiederholt. Wir denken nur an Irland, Frankreich und die Niederlande, wo man ja über die Verfassung der EU abgestimmt hat. EU-kritische Parteien werden mit Begriffen wie populistisch, antieuropäisch oder nationalistisch diskreditiert. Muss ich dir da irgendwelche Beispiele bringen? Wahrscheinlich nicht. Du weißt ganz genau, von was hier die Rede ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Ungarn, Rumänien etc. Und schließlich und letztes, Mitgliedschaft nur unter ganz erheblichem Druck. In der UdSSR konnten die Mitgliedsrepubliken nicht freiwillig austreten. Versuche führten zu militärischer Gewalt, zum Beispiel in Ungarn 1956, Tschechoslowakei 1968, Baltikum 1990 und 1991. In der EU ist zwar ein Austritt theoretisch möglich, aber wir sehen, dass jene Länder, die austreten wollen, wie zum Beispiel der UK, stark unter Druck gesetzt werden. Und zwar mit politischem, wirtschaftlichem und rechtlichem Druck. Kritische Länder riskieren Stimmensentzug oder Mittelstreichungen. Artikel 7-Verfahren zum Beispiel gegen Ungarn und Polen. Das waren sie, die 7 frappierenden Ähnlichkeiten zwischen der Europäischen Union und der Sowjetunion. Ich finde persönlich das Ganze ziemlich erschreckend, wenn man es einmal aus dieser Perspektive sieht. Natürlich ist mir klar, dass ich jetzt dies hier für diesen Vergleich etwas einseitig gesehen habe. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, wo die Europäische Union und die Sowjetunion komplett anders gestrickt sind. Und man kann natürlich beide Systeme nicht so ohne weiteres vergleichen. Aber dass es in der EU zentralistische Tendenzen gibt, dass hier der einzelne Mitgliedstaat mehr oder weniger seine Bedeutung verliert und ja letztlich nur die Demokratie durch das Volk eines einzelnen Mitgliedstaates legitimisiert ist, ist das natürlich tatsächlich problematisch. Natürlich wird das EU-Parlament direkt gewählt, aber das Parlament hat ja von den 3 wichtigen EU-Organen, also Parlament, Ministerrat und dann auch EU-Kommission, die wenigsten Rechte. Und das ist somit das einzige demokratische Element, was es dort in der Verwaltung der EU gibt. Das heißt, hier wird sehr viel Macht letztlich übertragen von demokratisch gewählten nationalen Parlamenten auf ungewählte Bürokraten in Brüssel. Und das müsste eigentlich etwas sein, das jedem von uns zum Nachdenken hier bringen sollte. Auch generell diese Meinung, dass hier etwas zentralistisch gesteuertes funktionieren kann, wirtschaftlich, politisch, finanziell, muss ja ein völliger Irrglaube sein, wenn man sich einmal anschaut, was tatsächlich mit der Sowjetunion passiert ist. Sie ist nämlich hier sang- und klanglos untergegangen. Sie ist das beste Beispiel dafür, warum Sozialismus, Kommunismus und eben eine solche zentrale Steuerung zum Beispiel der Wirtschaft, die hier nicht auf der Initiative des Einzelnen beruht, zum Scheitern verurteilt ist. Die Konsequenz ist, dass der Einzelne immer mehr an Freiheit verliert, dass Individualität verloren geht, dass man sich auf den Staat verlässt und dass Andersdenkende an den Rand gedrängt werden. Daher ist ja unsere Prämisse schon lange, dass wir dir raten, die EU zu verlassen, denn langfristig kann man sich schlecht vorstellen, wie dieses Experiment gut gehen kann. Ich persönlich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen, habe seitdem in Ländern wie der Schweiz, USA oder auch dem UK gewohnt. Ich empfehle dir auf jeden Fall, dir dazu strategisch auch Gedanken zu machen. Es gibt ja heute viele Orte auf der Welt, wo die Wirtschaft und das Leben bei weitem dynamischer ist, als wir es aus der EU gewöhnt sind, wo es schon seit Jahren wenig Wachstum, wenig Dynamik gibt und alles so ein bisschen trostlos und hoffnungslos geworden ist. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du über das Thema Auswanderung nachdenkst, wenn du dich im Ausland steuerlich optimiert aufstellen möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Seit fast 20 Jahren tun wir nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.